Das sind meine selbstgebauten Flügel auf der großen Bühne vor 75.000 Zuschauern. Hi, ich bin Lavatis, Cosplayerin und Hobbyschneiderin und manchmal mache ich auch Bühnenkostüme. Heute baue ich riesige Engelsflügel für das Musical Weihnachten neu erleben. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt Flügel baue, also was kann schon schief gehen? Spoiler, ich habe so viele Fehler an entscheidenden Stellen gemacht. Aber beginnen wir am Anfang und das ist Shoppen im Baumarkt. Wir brauchen PVC-Rohre und Kaninchendraht. Gleichzeitig habe ich hier auch meine rudimentären Kenntnisse von Bildbearbeitung bemüht, um der Projektleitung ein paar Designideen zu schicken. Sie haben sich für diese Flügelform entschieden und ich kann jetzt loslegen. Mit Kreppband habe ich mir eine Vorlage auf den Boden geklebt, damit beide Flügel gleich groß werden. Dann benutze ich meinen Heißluftföhn, um die Stangen in Form zu biegen. Das mache ich mit Atemschutzmaske am offenen Fenster, weil PVC super giftige Dämpfe abgibt, wenn es heiß wird. Und schon hier ganz am Anfang habe ich einen großen Fehler gemacht. Das hier wird die Rückenplatte, wo ich später die Flügel festschraube. Und ich dachte erst, es sei eine gute Idee, die Flügel an dieser Stelle so abzuplatten, damit ich sie besser schrauben kann. Aber das war es nicht, weil dieses Stück das ganze Gewicht halten muss und dadurch, dass ich es abgeplattet habe, hat es sehr viel Stabilität verloren. Die hier, die noch rund ist sehr viel stabiler. Das hätte ich mir irgendwie denken können, aber habe ich nicht. Zum Glück konnte ich das Rohr mit etwas Geduld wieder rund biegen, also nichts passiert. Das ist die fertige Grundform und als nächstes baue ich parallele und vor allem schräge Verstrebungen, um die Tragfläche zu formen und zu stabilisieren. Damit die Rohre aufeinander passen, ohne zu wackeln, schleife ich alle Enden in Form. Macht das mit Maske und Schutzbrille und achtet auf euer Schleifband. Diese Rohre waren überhaupt kein Problem, aber beim letzten Mal, als ich Plastik geschliffen habe, ist mir das am Schleifband festgeschmolzen. Also seid gewarnt. Jetzt noch professionell ein paar Löcher bohren, dann befestige ich alles mit Kabelbindern und für extra Stabilität auch noch mit Draht. Ich habe mich auch nur ein- oder zweimal gestochen. Die Grundkonstruktion ist fürs Erste fertig. Jetzt baue ich auf ähnliche Weise die Tragekonstruktion. Der Plan ist, 2 Stachelträger zu haben, die auf den Schultern aufliegen und das Gewicht tragen. Vielleicht reichen die alleine auch schon, um die Flügel zu befestigen? So sah das dann aus, aber all das bringt natürlich nichts ohne eine Rückenplatte. Und dafür habe ich mir Hilfe geholt von meinem Vater, der eine Werkstatt hat. Erstmal hat er mir ein schönes Stück MDF-Platte zugeschnitten. Hier ist unsere professionelle technische Zeichnung und an dieser Platte haben wir zuerst die Tragekonstruktion befestigt. Ganz einfach mit Schrauben und Muttern. Der nächste Schritt war schon etwas schwieriger, nämlich die Flügel auf der richtigen Höhe und im richtigen Winkel zu befestigen. Ursprünglich dachte ich, dass wir sie unterhalb der Träger direkt auf die MDF-Platte schrauben können, wie in der Zeichnung. Aber nein, sie müssen höher sitzen, also mussten wir möglichst präzise durch 3 Schichten durchbohren. Sieht super aus, aber die Rückenplattenkonstruktion wird auch immer dicker und somit vielleicht schwieriger zu verkleiden. Das ist ein Problem für später. Wie ihr seht, verwenden wir Flügelmuttern, damit sich die Flügel überall und ohne Werkzeug schnell auf- und abbauen lassen. Bei so großen Kostümteilen ist es wichtig, Lagerung, Transport und Handhabung schon am Anfang mitzuplanen. Ich bin begeistert. Die Flügel sehen jetzt schon so toll aus und das ist nur die Grundkonstruktion. Als nächstes bespanne ich die Flügel mit Kaninchendraht, damit sie eine Fläche bekommen. Die ungefähre Form, die ich brauche, habe ich mit Papier drapiert. Und dann habe ich mich echt blöd dabei angestellt, das Drahtgitter auszurollen. Lavatis, du kannst es einfach erst in die andere Richtung biegen, dann bleibt es glatt liegen. Genau, warum nicht gleich so? Mit noch mehr Draht befestige ich das Gitter jetzt am Gestänge und die spitzen Enden, die in Richtung Körper zeigen, packe ich in Klebeband ein, damit sich hier niemand verletzt. Das sieht dann so aus. Jetzt bespanne ich auch noch die Rückseite und hier kommen wir zu meinem ersten großen Fehler. Die großen Zwischenräume zwischen den Rohren habe ich mit Resten des Drahtgitters ausgepolstert, damit der Stoff hier nicht durchhängt. Das war eine gute Idee. Aber warum habe ich mich dann für diesen Spitzengardinenstoff entschieden? Weil ich Reste davon hatte und keinen meiner guten weißen Stoffe benutzen wollte. Es kommen doch noch so viele Federn auf die Flügel, dass man später nichts mehr von der Innenkonstruktion sehen wird. Ist doch egal, ob der Stoff blickdicht ist oder nicht. Richtig? Oh nein, und das wird sich später noch rächen. Aber zuerst packe ich die Flügel und mein halbes Nähzimmer ins Auto, denn wir machen einen Ausflug. Ich bin jetzt hier in Karlsruhe beim ICF, das ist die Gemeinde, die Weihnachten neu erleben organisiert. Und das Coole ist, dass ich in einem Kostüm mit Team bin, das heißt, ich muss nicht alles alleine machen. Und meine wunderbaren Kolleginnen haben letzte Woche schon einige Federn zugeschnitten. Die sehe ich heute das erste Mal und meine Kolleginnen sehen heute das erste Mal die Flügelkonstruktion. Ich bin voll gespannt. Das hier ist der Schaumstoff, aus dem wir die Federn basteln werden. Wir haben ein Mega-Schnäppchen gemacht und diese 250 Meter Rolle für 25 € gefunden in einem Shop für Büromaterialien. Das hier ist eigentlich Verpackungsschaumstoff.
Ich will kurz anmerken, dass es so viel Spaß gemacht hat, mit dieser Rolle zu spielen. Wie eine große Klopapierrolle. Diese Art von Schaumstoff habe ich schon ganz viele andere Cosplayer für Federn benutzen sehen. Er heißt Cell Air, spricht man das so aus? Oder auch Jiffy Foam, ist ganz dünn und durchscheinend und hat diese charakteristischen Längsstreifen. Die sollten aber später nicht mehr auffallen. Jetzt lasst uns endlich die schönen Federn anschauen, die meine Kolleginnen vorbereitet haben. Die sind so cool geworden. Oh, ich freue mich. Oh, voll gut. Wenn du begeistert bist, dann haben wir schon mal einiges richtig gemacht. Der Schaumstoff ist durchsichtiger, als ich dachte. Ist nochmal drin. So gut. Nicht so gut, aber das kriegen wir hin. Unsere Teamleiterin darf die Flügel auch mal anprobieren und dann habe ich mir erstmal die Raucherecke unter den Nagel gerissen, weil die überdacht ist. Heute wird nicht geraucht, heute wird geklebt. Zuerst will ich die Flügel auf beiden Seiten mit einer Schicht Schaumstoff beziehen und darauf kommen dann die Federn. Hierfür verwende ich Kraftkleber, auch bekannt als Contact Cement. Das ist ein normalerweise sehr starker Kleber, aber auch mit stark giftigen Lösungsmitteldämpfen, darum bin ich mit meiner Schutzausrüstung hier draußen. In der Kälte. Ich sage absichtlich normalerweise sehr stark, denn ich habe damit schon Rüstungsteile aus Schaumstoff gebaut und nie Probleme gehabt. Und Jiffy Foam ist auch Schaumstoff, also wäre es doch naheliegend zu denken, dass Kraftkleber hier auch die beste Wahl ist. Hehe, nein. Die Wahl des Klebers war mein zweiter entscheidender Fehler. Er klebt den Verpackungsschaumstoff okay, aber nicht annähernd so stark wie er EVA-Foam klebt und ich habe keine Ahnung warum. Das zweite Problem mit dem Kleber seht ihr wahrscheinlich schon selber und wenn nicht, bin ich sicher, dass es euch trotzdem früher auffällt als mir in dem Video. Ich sitze hier, schneide dieses Video und denke, oh Mann, wenn ich gleich den richtigen Kleber benutzt hätte, hätte ich nicht den ganzen Tag allein in der Kälte stehen müssen. Dann hätte ich den Tag mit den anderen verbringen können im warmen Zimmer, hätte mit ihnen quatschen können, während ich klebe und sie viele Federn in unterschiedlichen Größen ausschneiden. Oh, und sie haben auch jede einzelne Feder mit dem Heißluftföhn geformt, damit sie dreidimensional und lebendiger wirken. Ein riesiges Dankeschön geht an alle meine Teamkolleginnen, die hier mitgeholfen haben. Ohne euch wären die Flügel niemals rechtzeitig fertig geworden. So viel habe ich in Karlsruhe geschafft. Mal schauen, wie weit ich heute komme. Diese Kisten und Tüten sind alle voll mit Federn und die kommen alle da drauf. Wahrscheinlich nicht heute. Hier habe ich jetzt 4 Schichten Federn, 2 Schichten vorne, 2 Schichten hinten und immer so ein bisschen versetzt. Das Volumen finde ich schon echt toll. Die nächsten Federschichten kommen dann immer so schuppenartig oben drüber und natürlich muss es dicht und dick genug sein, dass man die gelben Kleber nachher gar nicht mehr sieht. Ich habe jetzt mit der zweiten und dritten Reihe Federn angefangen. Wie man sieht, verdecken mehrere Schichten Federn auf jeden Fall den gelben Kleber. Aber, ich meine, ich will, dass der Flügel voluminös ist, aber der ist jetzt schon sehr viel voluminöser als gedacht. Und ich habe erstmal 10-15 cm überhaupt beklebt mit Federn. Übrigens, im Gegenlicht sieht man diesen gelben Kleber noch ziemlich gut. Und da ist sie wieder, steht den ganzen Tag in der Kälte und verschwendet Zeit und Mühe mit dem falschen Kleber. Ich meine, auf dieser Aufnahme könnt ihr die Schatten wandern sehen und wie langsam ich im Vergleich dazu mit dem Kleben vorankomme. Jetzt genießt trotzdem erstmal, wie schön sich die Federn bewegen, bevor ich dann endlich die richtige Entscheidung treffe. Planänderung. Dieser gelbe Kleber ist einfach viel zu sichtbar, deshalb werde ich jetzt umsteigen auf Heißkleber. Ich bin ja kein großer Freund von Heißkleber. Heißkleber klebt viele Materialien, aber er klebt sehr wenige Materialien gut. Ich habe ein paar Tests gemacht. Bei diesem Schaumstoff klebt Heißkleber sehr gut, aber nur wenn du es richtig machst. Und wenn man es falsch macht, ruiniert man alles. Siehst du das? Der Heißkleber schmilzt einfach mal ein Loch in den Schaumstoff. Aber wenn du ihn nicht zu heiß werden lässt, klebt er sogar besser als der Kraftkleber. Wahrscheinlich, weil er die Schaumstoffschichten einfach zusammenschmilzt. Also es wird darauf hinauslaufen, dass ich die Klebepistole die ganze Zeit ein- und ausstecken werde, um die richtige Temperatur zu halten. Aber dann kann ja nichts schief gehen, oder? Oder? Ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, dass ich zum Heißkleber gewechselt habe. Das Kleben geht so viel schneller und das Ergebnis sieht trotzdem ordentlich aus. Natürlich habe ich kein einziges Loch in den Schaumstoff geschmolzen und auch der Rest des Projekts verlief perfekt nach Plan, ohne Zwischenfälle. Ich kann das so nicht lassen. Auf dem rechten Flügel kleben jetzt schon ziemlich viele Federn auf der Rückseite und die überdecken den gelben Kleber im normalen Licht, nicht im Gegenlicht. Und ich weiß nicht, ob diese Flügel auf der Bühne nachher von vorne und von hinten angeleuchtet werden. Und das kann ich nicht riskieren. Das Gestänge sieht man übrigens auch noch sehr deutlich. Die Flügel müssen noch blickdichter werden. Ich habe hier einen Test gemacht. Der Heißkleber hält auch noch dann, wenn ich den Schaumstoff vorher mit Acrylfarbe anmale, auch ohne Grundierung.
Und ich werde jetzt die Nacht nutzen und die Vorderseite der Flügel mit weißer Acrylfarbe anmalen. Es gibt noch ein Problem. Meine weiße Acrylfarbe ist leer. Ich habe sogar die Tube aufgeschnitten und die letzten Reste noch irgendwie so weit verteilt, wie es geht. Aber seht ihr das, dass man bei diesem Flügel noch ein bisschen die Stangen sieht und da nicht? Mit Farbe sind die Flügel auf jeden Fall schon sehr viel undurchsichtiger, aber ich frage mich jetzt echt, ob ich das so lassen kann oder ob ich jetzt nochmal losfahren muss und neue Farbe kaufen. Ich bin losgefahren und habe neue Farbe gekauft. Man muss sich schon echt vorsichtig bewegen. Die Flügel sind jetzt nicht so schwer, aber ich merke, dass je mehr Federn ich da dran klebe, desto mehr, sagen wir mal, träge sind sie. Diese Halterung auf den Schultern hält, aber ich traue dir nicht, dass die dann auf der Bühne auch hält. Und vor allem, wenn die Schauspielerin fliegt. Darum werde ich mir noch was überlegen für eine Art Rucksackträgerkonstruktion irgendwie. Ich brauche jetzt mal dringend eine Pause vom Federkleben, deshalb kümmere ich mich jetzt um die Rückenplatte. Ich brauche eine Art Rucksackträgerkonstruktion, aber mit Schnellverschluss, weil die Flügel auf der Bühne schnell abgenommen werden sollen. Und sowohl die Träger als auch der Schnellverschluss sollen möglichst unsichtbar sein. Ich habe da schon eine Idee. Am besten beginne ich mit dem einfachen Teil, nämlich die Kante der Rückenplatte zu verkleiden. Ich habe mich entschieden, das mit einem Stoffstreifen zu machen und nicht mit Farbe, denn dafür bräuchte ich bestimmt 10 Schichten, weil MDF Farbe aufsaugt wie ein Schwamm. Das hier ist einfach ein längs gefalteter Streifen und die Ränder schnell mit der Overlock versäubert und den befestige ich rundherum mit dieser Tackermaschine. Das macht so Spaß! Die verkleidete Kante ist super geworden und jetzt geht's weiter mit den Trägern. Ich könnte die 2 Stoffstreifen einfach falten, zu einem Schlauch zusammennähen und den wenden, aber jeder, der näht, weiß, dass lange, dünne Schläuche wenden eine der fummeligsten und nervigsten Sachen überhaupt ist. Darum mache ich es anders. Ich habe beide Streifen zuerst in der Mitte gefaltet und gebügelt. Dann klappe ich das auf und falte beide Stoffkanten zur Mitte, genauso wie das bei Schrägband ist. Das falte ich dann nochmal, steppe die Kante ab und schon habe ich Träger, die ich nicht wenden musste und die Stoffkanten liegen innen. Die Träger konnte ich dann durch die PVC-Rohrkonstruktion fädeln und festnähen. Das war ein bisschen knifflig, aber hat ansonsten sehr gut funktioniert. Ich habe noch 2 kürzere Stoffbänder genäht und dann befestige ich auf die gleiche Weise je einen weißen Plastikring. Das sind eigentlich Ringe für Gardinenstangen. Jetzt fehlen nur noch die Rucksackträger-Dreiecke und dafür machen wir Origami mit einem Stoffquadrat. Ich weiß nicht, ob es einen Fachbegriff für diese Dreiecke gibt, aber jeder Rucksack hat sie und jetzt weißt du, wie man sie näht. Auch diese Teile werden festgetackert und ich habe die Bänder extra lang gelassen und um die MDF-Platte geschlagen, weil sich so hoffentlich das Gewicht der Flügel besser verteilt. Damit sind die Träger mit Schnellverschluss fertig und so funktionieren sie. Zuerst fädle ich den Träger durch den Ring. Dann lege ich eine Schlaufe, als würde ich einen ganz normalen Knoten machen, aber anstatt das Ende ganz durch die Schlaufe zu ziehen, ziehe ich es nur ein Stück durch, sodass eine neue Schlaufe entsteht. Jetzt gibt es 2 lose Enden und wenn die Schauspielerin daran zieht, lösen sich die Knoten und jemand kann ihr die Flügel ganz einfach abnehmen. Alle Federn sind aufgeklebt, endlich und gerade rechtzeitig, denn morgen geht es schon wieder nach Karlsruhe zur ziemlich großen Hallenprobe und da wird auch das erste Mal die Schauspielerin ihre Flügel anprobieren können. Alles, was jetzt noch fehlt, ist die Oberkante der Flügel zu dekorieren, die Schultertragekonstruktion zu verkleiden, eventuell zu polstern und die Rückenplatte zu verkleiden. Ich hoffe so sehr, dass die Flügel morgen fertig werden, weil erstens sind sie dann fertig und zweitens muss ich dann nicht nochmal zurück und die nochmal nach Karlsruhe bringen. So, schauen wir mal, ob die Flügel immer noch in meinen Kleinwagen reinpassen. WNE hat eine komplette Turnhalle für das Probenwochenende gemietet und ich war so beeindruckt, was hier alles komplett ehrenamtlich auf die Beine gestellt wurde. Und das ist erst die Probe. Wir als Kostümeteam haben einen eigenen Raum bekommen, aber ich habe beschlossen, dass ich noch mehr Platz brauche und mir den Flur unter den Nagel gerissen. Und dann durfte ich die Schauspielerin kennenlernen, unsere Heroldine. Sie ist so eine liebe Nette und es hat mega Spaß gemacht, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und die Flügel hatten den gewünschten Effekt auf die Leute im Flur. Ich hoffe, dass das Publikum genauso reagieren wird. Ich konnte mich ja selbst kaum beherrschen, als ich die Flügel zum ersten Mal in Aktion gesehen habe. Was meint ihr, wie ich erst bei der Show ausgerastet bin? Es gibt ein kleines Problem, der Leitung ist die Ecke da zu spitz und sie wollen die Seiten fluffiger haben. Darum muss ich jetzt irgendwie so zwischen die Federn, die da schon da sind, nochmal eine neue Schicht Federn reinkleben. Yeah! Also habe ich mir Verstärkung aus dem Kostümteam geholt und wir haben zu zweit viele kleine Federn an die Ränder geklebt.
Da wir nicht genug kleine Federn hatten, brauchten wir noch eine dritte Helferin, die uns mit Nachschub versorgt hat. Um die Ecke noch mehr abzurunden, haben wir mit Reststücken noch die Oberkante ausgepolstert, um ihr eine geschwungenere Form zu geben. Kleines Detail mit großer Wirkung. Dieses schöne Federband soll den Übergang bilden zwischen den Schaumstofffedern und der Federboa, die später auf die Oberkante kommt. So ungefähr stelle ich mir das vor. Dieses Bild war meine Hauptinspiration. Die Flügel sehen wirklich viel besser, viel natürlicher aus mit den Änderungen an den Kanten. In der Zwischenzeit war noch eine andere Teamkollegin damit beschäftigt, die Verkleidung für die PVC-Rohre zu nähen. Wir haben ein Klebebandschnittmuster gemacht und auf Papier übertragen. Ein dickes Vlies auf dem weißen Stoff, nicht auf dem Papier, soll helfen, die leicht-eckige Form der Rohre zu verbergen. Da die Flügel ziemlich leicht und bequem sind, brauchen wir keine zusätzliche Polsterung. Diese Söckchen lassen sich jetzt einfach über die Tragekonstruktion ziehen. Mit Klettband an der Rückenplatte bleiben sie, wo sie sind, aber lassen sich trotzdem noch entfernen zum Waschen. Dieselbe Kollegin hat mir auch noch dieses süße kleine Täschchen genäht. Das ist für die Schrauben und Muttern, damit während Transport und Lagerung der Flügel nichts verloren geht. Das war ein langer und produktiver Tag, aber die Flügel sind leider nicht fertig geworden. Wir zwei fahren jetzt mit den Flügeln wieder zurück. Ein paar Sachen kann ich noch zu Hause weitermachen und dann geht's mit den Flügeln nächstes Wochenende wieder her. Yay! Zeit für die hoffentlich letzten Änderungen und Details an den Flügeln. Der Musical-Leitung gefällt die Flügelform noch nicht so gut. Die finden die Ecke da oben zu spitz und den unteren Rand zu gerade. An der Stangenkonstruktion kann ich jetzt natürlich nichts mehr ändern, aber ich habe hier mit meiner Kollegin schon an der Oberkante ein bisschen ausgepolstert, dadurch wird die Ecke ein bisschen runder. Und die Federboa soll da ja noch oben drauf kommen und ich werde dann schauen, dass die Federboa hier flauschiger ist als da und es nimmt da auch noch ein bisschen Spitze raus. Unten kann ich natürlich ohne weiteres keine zusätzlichen Federn reinkleben, weil das die unterste Schicht ist. Aber ich denke, ich werde hier die Hälfte der Federn so irgendwie hochklammern, unten in der Mitte dann die hässlichsten rausschneiden und neue, schönere Federn an die vorherigen dran kleben. Das ist natürlich jetzt nicht die eleganteste Lösung, aber man wird es nicht sehen, weil oben drüber noch andere Federn liegen. Ich habe ein Paket bekommen von meinen lieben Teamkolleginnen, die mir noch mehr Federn zugeschnitten haben. Und zwar richtig große, ja, 70 cm Federn. Oh, die sind toll geworden. Den werde ich jetzt noch mit dem Heißluftföhn diesen leichten Knick geben und dann kommen die da rein. Und während ich das tue, lasst mich euch erzählen, wofür ich das tue. Weihnachten Neuer Leben ist ein Charity-Weihnachtsmusical. Die Idee dazu kam von einer Handvoll Leute und ganz am Anfang haben die Shows im Kino organisiert. So viele Leute waren davon begeistert und immer mehr Leute wollten Teil von WNE werden, dass das Projekt über die Jahre riesig geworden ist. Inzwischen füllt die Show eine Messehalle mit 75.000 Zuschauern, wird im Fernsehen ausgestrahlt und von 2.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern möglich gemacht. Und ich bin eine davon. Richtig gehört, ich verdiene hier nicht einen Cent. Auch die Menschen auf der Bühne nicht mal das Leitungsteam. Alle diese Leute engagieren sich 100% ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Und dann kommt so eine riesige Show zustande. Das ist doch unglaublich. Ich finde es unglaublich. Finanziert wird alles von Sponsoren und Spenden der Zuschauer und der gesamte Erlös geht an Kinderhilfsprojekte. Und die Show selber ist wow. Jedes Mal. Wenn du Musicals magst und/oder herzergreifende Geschichten über Nächstenliebe, Vergebung und all das, dann schau sie dir unbedingt an. Es lohnt sich. Link ist in der Beschreibung und in der Endcard. Und jetzt lasst uns diese Flügel fertigstellen. Das hier sind alles Federn, die ich abgeschnitten habe. Und die packe ich jetzt ganz ordentlich ein und hebe sie auf. Denn vielleicht brauchen wir die ja noch bei den Aufführungen zum Reparieren oder so. Ist ja nicht so, dass ich schon 2 komplette Kartons voll mit übrigen Federn habe. Jetzt habe ich 3. Als nächstes kümmere ich mich um die Verkleidung der Rückenplatte. Ich starte wieder mit einem Klebebandschnittmuster und zerschneide es, das kennt ihr ja schon. Und hier ist das Teil aus Stoff. Hey, das sieht schon richtig gut aus, aber der Stoff ist noch ein bisschen zu dünn und zu durchsichtig. Ich möchte, dass die Spitzen der Schrauben ein bisschen weniger sichtbar da durchdrücken und das mache ich hiermit. Das sind Reste von, keine Ahnung wie das heißt, aber relativ dickes Quiltvlies, was ich von meiner Mutter geklaut habe. Also nähe ich noch eine Schicht aus dem Quiltvlies. Dafür lege ich einfach Kante an Kante ohne Nahtzugabe und nähe die Teile mit Zickzackstich zusammen. Hier haben wir die Außenseite mit extra viel Nahtzugabe, das Vlies ohne Nahtzugabe und die Innenseite ohne Nahtzugabe. Die 3 Schichten werde ich jetzt noch schnell zusammenheften und dann muss ich eigentlich nur noch die Nahtzugabe der Außenseite zweimal umschlagen und absteppen und schon sind alle Ränder versäubert. Damit es jetzt auch hält, werde ich
Klettband dran nähen bzw. dran tackern. Leider habe ich aber nicht mehr genug weißes Klettband, nur noch schwarz. Aber ich meine, das ist die Rückenplatte, die wird eh keiner sehen, also das geht schon. Zwei Stücke selbstklebendes Klettband kommen noch auf die Flügel selber und der Heißkleber versiegelt die Ränder, damit sie sich nicht lösen. Außerdem habe ich jetzt auch die Löcher und Schrauben beschriftet, damit das Zusammenbauen für meine Teamkolleginnen noch einfacher ist. Ich habe noch ein Paket bekommen und bin ein bisschen besorgt. Das hier ist die Federbohr, die auf den oberen Rand kommen soll und das Produktfoto sieht so aus. Yeah, die Hälfte geht schon mal ab. Ja doch, die plustert sich weiter auf. Yeah! Ich habe mir die Konstruktion der Federbohr mal genauer angeschaut. Sie verliert immer noch Federn wie verrückt. An beiden Enden ist ein dicker Knoten in einem Seil, wenn man das so nennen kann. Es sind viele Einzelfäden und hier ist irgendwie noch Garn drumherum gewickelt. Also es sieht für mich so aus, als wäre das ganze Teil einfach lose Federn, die mit Garn an einem Seil festgebunden sind. Dieses Fädchenseil ist aber von der Sorte, die sich sofort komplett auftroddelt. Und ich habe jetzt Angst, dass, wenn ich die Federbohr in der Mitte durchschneide, sie sich komplett auflöst. Mehr als sie sich eh schon auflöst. Hilfe! Ich werde einen Test hier ganz an der Seite machen, aber mein Plan ist, die Stelle, die ich durchschneiden will, erstmal in Sekundenkleber zu tränken und dann durchzuschneiden. Das hat mit Kordel schon sehr gut funktioniert. Sekundenkleber willst du übrigens nur mit Handschuhen oder am offenen Fenster benutzen, denn diese Dämpfe sind Gift. Das Seil dann durchzuschneiden war schwieriger als gedacht. Schere und Zange haben versagt, aber ich konnte das Seil durchsägen mit diesem Küchenmesser. Nichts löst sich auf, also können wir uns an die Mitte wagen. Erst mit viel Kleber, dann mit viel Geduld. Yeah! Woo! Oh, schön. Ich habe die Federn an den Wäscheklammern festgeklebt. Aber es hält, es löst sich nicht auf. Yay, juhu! Ich war so glücklich, als ich dann endlich die Federbohr festkleben konnte. Der letzte Schritt, der alles abrundet. An den zu spitzen Ecken habe ich nur ein paar lose Federn angeklebt. Ich hatte ja genug. Und die Federbohr endet kurz davor. Und jetzt fehlt wirklich nur noch eine Sache. Wir sind zurück in Karlsruhe, heute in der DM Arena, wo die Show stattfindet. Es ist heute das letzte Wochenende vor der großen Live-Show. Flügel sind rechtzeitig fertig geworden. Heute liefere ich sie ab und ich denke, ich werde schon ein bisschen Sneak Peeks zu der Show sehen. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin zum zweiten Mal Backstage bei WNE dabei und dieses Jahr ist unsere Kostüme-Ecke doppelt so groß. Voll cool. Aber wir haben diesmal auch gefühlt doppelt so viel Zeug dabei. Ich war so froh zu sehen, dass die Flügel den Transport unbeschadet überstanden haben. Ich musste nichts reparieren und das macht mich als Konstrukteurin sehr stolz. Ich konnte auch schon einen Blick auf die fantastische Bühne werfen. Kaum zu glauben, dass diese große Halle bald voll mit Publikum sein wird. Aber ich weiß, was ihr sehen wollt. Ihr wollt unseren Engel, unsere Heroldine im fertigen Kostüm sehen. Und ich auch, also los geht's. Wenn du über Monate hinweg viele Stunden an einem Kostüm arbeitest und dann siehst du es über eine riesige Bühne laufen und sogar fliegen, mit Licht, mit Musik, das ist das beste Gefühl. Es erfüllt mich mit so viel Stolz und Ehre. Diese Flügel haben wir gebaut, die habe ich gebaut mit Hilfe meiner Teamkolleginnen. 75.000 Menschen haben sie live gesehen und hatten vielleicht einen Wow-Effekt. Das ist unglaublich. Ich will, dass du auch einen potenziellen Wow-Effekt hast. Darum schau dir die Show an. Meine Flügel kommen direkt in der ersten Szene. Oder schau noch ein Video von mir. Aber auch die Show. Aber auch noch ein Video von mir. Also bis zum nächsten Mal.